Moin und herzlich willkommen bei MD am Herd. In dieser Woche gibt es den dritten Teil von 6 Spaghetti-Sessions, in denen wir klassische und vor allem leckere Pastagerichte kochen. In diesem Video geht es mit einer wunderbar würzigen Pasta weiter, Spaghetti alla Puttanesca. Und los geht's! Wir brauchen dafür noch geschälte Tomaten, Olivenöl und Petersilie, sowie entkernte schwarze Oliven, Kapern, Sardellen und Knoblauch. Dann noch einen Topf zum Kochen der Pasta, eine Pfanne zum Mischen der Pasta mit der Soße, eine Schüssel zum Bearbeiten der Tomaten, ein Messer zum Knoblauch und Petersilie schneiden, ein Stampfer zum Zerdrücken der Tomaten und eine Pinzette zum Rühren und Anrichten. Wir nutzen wieder die Wartezeiten, um die Zutaten und die Soße vorzubereiten. Bis das Wasser kocht, schneiden wir den Knoblauch und geben die Sardellen in die Pfanne mit Olivenöl. Und bis die Pasta bereit ist, gesellen sich Knoblauch, Kapern und Oliven dazu und wir bearbeiten die Tomaten für die Soße. Ich habe 2 Knoblauchzehen vorher schon mal geschält und wie im letzten Video schneiden wir möglichst dünne Knoblauchscheiben. Aufgrund des niedrigen Rauchpunktes von kaltgepressten Ölen erhitzen wir 4 bis 6 Esslöffel Olivenöl auf niedriger Stufe. Ich nehme gerne etwas mehr Olivenöl. Für unsere Soße geben wir erst die Sardellenfilets, die vorher im Glas in Öl eingelegt waren, in die Pfanne. Das mittlerweile kochende Wasser bekommt 2 großzügige Prisen Salz. Die Spaghetti mittig halten, drehen und rein damit. Wir gucken nach unseren Sardellen und kontrollieren die Temperatur des Öls. Die Sardellenfilets werden sich in der Soße langsam mehr oder weniger auflösen. Wenn sie so leise vor sich hin braten, dann sind wir auf einem guten Weg und können die Knoblauchscheiben in der Pfanne verteilen. Im Vergleich zu Spaghetti aglio, olio e peperoncino darf der Knoblauch später auch leicht goldbraun werden. Nach etwa einer Minute kommen ein Esslöffel vorher in Salz eingelegte und mit etwas Wasser abgespülte Kapern aus dem Glas dazu. Dann etwas mehr als eine Handvoll schwarze entkernte Oliven kurz andrücken und mitbraten lassen. Wenn ihr wie ich keine Oliven aus Gaeta bekommt, dann sind Kalamata-Oliven eine sehr gute Alternative. Die Blätter von einem Bund Petersilie von den Stielen trennen und die Stiele fein schneiden. Der meiste Geschmack ist in den Stielen, daher nehmen wir diesen natürlich gerne mit. Während das Olivenöl die ganzen wunderbaren Aromen aus unseren Zutaten freisetzt und aufnimmt, machen wir mit der Tomatensauce weiter. Dafür die Petersilienblätter fein schneiden, ein bisschen davon für später aufheben und mit den ganzen geschälten Tomaten in die Schüssel geben. Da die Sardellen und Kapern schon recht salzig sind, nur mit einer kleinen Prise Salz, aber dafür großzügig mit Pfeffer würzen. Richtig gute frische Tomaten sind leider selten verfügbar. Dafür gibt es ganzjährig qualitativ sehr gute geschälte Dosentomaten, die wir mit dem Stampfer zerdrücken und in die Pfanne geben. Auf mittlere Hitze stellen und kurz aufkochen lassen, bis die Spaghetti fast al dente sind. Am besten wie immer die Pasta einfach probieren. Wir müssen dieses Mal die Spaghetti nicht in der Soße weiterkochen. Das passt. Den Topf neben die Pfanne stellen und die Pasta direkt auf die Soße geben. Etwa eine Minute unterrühren und gut schwenken reicht, damit die Spaghetti genug von der würzigen Soße aufnehmen können. Und schon können wir anrichten. Da wir keine Schöpfkelle benutzt haben, gibt es dieses Mal liegende Türmchen, die wir nur mit der Pinzette bauen können. Dafür die Pinzette in der Pasta drehen, die Pasta auf den Teller legen und vorsichtig rausziehen. Auf keinen Fall die restliche Soße aus der Pfanne vergessen. Beide Teller mit der übrigen Petersilie garnieren, die Olive für das Foto platzieren und dann haben wir's. Spaghetti alla Puttanesca. Egal ob mit Gaeta oder Kalamata-Oliven, eine Geschmacksexplosion ist mit der Kombination aus Kapern, Sardellen und Knoblauch garantiert. Spaghetti alla Puttanesca profitiert auch sehr von einer guten Qualität der Grundzutaten Pasta, Olivenöl und Tomaten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr meine kommenden Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal und frohes Kochen!